Dann wollen wir mal losfahren. Heute Morgen haben wir hier ein ganz tolles Auto, den Aston Martin DB2 Vantage Cabrio. Das ist die stärkste Version vom Aston Martin DB2. Die Marke Aston Martin ist ja weltberühmt geworden, letzten Endes dann durch den DB5 mit James Bond. Ihr könnt euch an die berühmten James Bond Filme erinnern. Und die haben mittlerweile die letzten 1-2 Jahre nochmal so ein DB5 aufgelegt und verkaufen den für 3 Millionen, obwohl der neu gebaut ist. Aber mit allen Accessoires, die er damals hatte unter James Bond, ich glaube im Baujahr 64 oder 65, so ungefähr in der Zeit ist das gewesen. Und daher ist diese Marke ja wirklich sehr, sehr berühmt geworden. Was wir heute Morgen hier haben, das ist eine absolute Rarität, ein Schmuckstück. Und zwar ist es das deshalb, das ist der letztgebaute Vantage. Oh, der hat schön Dampf. Der zieht richtig gut. Hat auch eine tolle Trompete. Aber es ist ja auch wirklich ein rein rassiger englischer Sportwagen, das spürt man sofort. Und das merkt man auch. Also ist ja übrigens ein Rechtslenker. Logischerweise, der Wagen ist seinerzeit nach England ausgeliefert worden. Jetzt wollen wir ihn trotzdem mal ein bisschen warm fahren. Aber er zieht schön durch. Also Vantage bedeutet, dass der Wagen eine besonders starke Motorisierung hat. Also fahren tut er schon mal gut. Wir wissen vom Vorbesitzer, dass das Auto eine komplette Vollrestaurierung hatte und die ist im Detail vorzüglich gemacht worden. Das merkt man auch, wenn man hier fährt. Das Auto läuft toll. Er ist natürlich durch die Rechtslenkung so ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber man gewöhnt sich dran. Das tue ich jetzt schon. Lenkrad hat ein bisschen Spiel, das war auch nicht schlimm. Das haben die damals halt gehabt, man darf nicht vergessen, Anfang 50er Jahre, da war das so. Muss man sich dran gewöhnen, deswegen ist es ja ein Oldtimer. Aber vermittelt einem so dieses scharfe, englische, alte Sportwagengefühl, das gefällt mir. Ja, herzlich willkommen, schönen guten Morgen, meine lieben Freunde. Wieder herzlich willkommen bei Cargold. Heute bei unserem neuen Dreh mit einem Aston Martin DB2 Vantage Cabriolet. Vantage steht für die starke Motorisierung. Der Wagen hatte original 125 PS, hat in dem Fall aber 160 PS, weil er eine DB2-4 Maschine drin hat. Aber der Originalmotor ist vorhanden. Das heißt, das Auto wird, wenn er verkauft wird, mit 2 Motoren geliefert. Und das Tolle bei diesem Aston Martin ist, er hat wirklich einen ganz tollen Restaurierungsstand. Der Wagen ist aus England gekommen, aber schon Mitte der 90er Jahre und ist dann hier höchstwertig voll restauriert worden. Man hat darauf geachtet, dass man nur Originalteile verwendet. Das Auto hat eine wunderschöne Farbe, das ist in einem ganz dunklen Blau-Metallic, dunkelblau-Metallic. Original hat er einen leicht anderen Touch, war aber auch so, also auch Blau-Metallic. Das hat man so gemacht, das hat wahrscheinlich dem neuen Besitzer ein bisschen besser gefallen. Und innen hat er dieses tolle, sehr, sehr alte schon wieder, also fast 30 Jahre alte, originale dunkelblaue Leder mit Piping White, also mit diesen weißen Streifen. Also ob es jetzt das Holz ist bei dem Auto oder der Chrom, der ist in einem ganz tollen Zustand, der Wagen. Und was ihn so besonders macht, es gibt vor dem Auto nur 48 Stück. Also vom Vantage Cabrio sind nur 48 Autos gebaut worden. Dem Aston Martin ist ja ganz berühmt, dieser Name hat ja einen ganz besonderen Klang. Und so ist eben auch dieses Auto. Es gab danach den DB3. Das waren nur Rennwagen und Sportwagen, die sie gebaut haben, weil sie auf sportlichen Erfolg gesetzt haben. Da wurde die Marke richtig berühmt unter David Brown. DB, also DB2, heißt der David Brown. Und der hat dann, der Motor ist vielleicht ganz interessant, der ist entwickelt worden von W.O. Bentley. Bentley kennt er ja, der ist dann 1935 zu Lagonda gegangen, als seine Firma verkauft wurde an Rolls-Royce. Und dieser Motor, den wollte David Brown haben. Und dadurch musste er dann die Firma Lagonda kaufen. Und dann haben die diesen tollen Motor mit übernommen. Also das ist eigentlich eine etwas andere Konstruktion, hat aber diese Historie, kommt daher. Ja, schaut euch das mal an. Also toll gemacht, ist ein Rechtslenker. Er kommt, wie gesagt, aus England. Das ist einfach typisch. Ich glaube, so ein Wagen muss auch so sein. Schaut euch mal diese wunderschönen Armaturen an. Die waren total in der Mitte. Man sitzt, wenn man den Wagen fährt, sehr, sehr sportlich. Das war das Gefühl, was ich eben hatte. Und er hat noch, weil er ein frühes Baujahr ist zwar hier einer der letzten DB2, aber er hat noch diese geteilte Scheibe.
Könnt ihr euch vielleicht erinnern, Porsche Geteiltscheibe hat das ja auch, Geteiltscheiben-Cabrio. Das war damals so die Zeit, wo man die Scheibe vorne noch geteilt hat. Das hat man dann später geändert. Ist aber ein sehr, sehr schönes Designelement, finde ich. Und das Interessante an dem Auto, mit dem Wagen könnt ihr die Mille Miglia mitfahren. So ein Auto bekommt eine Zulassung. Finde ich ganz interessant. Der Wagen ist nicht so teuer, natürlich, der kostet schon Geld. Auto kostet unter 500, sage ich mal. Den Rest müssen wir da verhandeln. Aber das hat damit zu tun, dass das eine Rarität ist. Sind nur 48 von dem gebaut worden. Und das ist der letztgebaute. Das ist der allerletzte DB2 Vantage Cabriolet. Hier steht er. Toller Zustand. Und ich fahre jetzt mal ein bisschen. Schaut euch das mal an, weil ich meine, dass das Auto wirklich wunderschön läuft und in seiner Gesamtheit ein toller Kauf ist. Ob das die Chromspeichenfelgen sind, die er hat, die Zentralverschlüsse, ob man sich vorne die Lampen anguckt, ob man sich diesen schönen Grill anguckt, das ist alles wirklich in einem fantastischen Zustand. Das hat ein bisschen damit zu tun, das ist ein guter Kunde von uns, von dem ich einfach weiß, dass er wirklich aufs Detail achtet, und das hat er hier getan. Da ist nicht aufs Geld geguckt worden, man wollte einfach ein perfektes Auto haben. Und das ist dabei rausgekommen. Die Spaltmaße sind alle so, wie sie gehören bei dem Auto. Die ganzen Anbauteile sind wirklich alle perfekt in einem hervorragenden Zustand. Und dadurch, dass das schon ein paar Jahre her ist, sieht das nicht mehr so brandneu aus. Das ist leicht patiniert, also eigentlich genauso, wie es gehört. Wunderschönes Auto. Hat übrigens die Ausfenster damals noch, also wenn es zu warm wurde, dann habt ihr die einfach umgedreht und habe den Luftzug direkt im Gesicht gehabt. War natürlich toll. Eine herrliche Klimaanlage. Es bringt teilweise mehr als eine originale Klimaanlage. Vor allen Dingen kann man sich so gar nicht groß erkälten wie mit einer Klimaanlage. Ja, ich setze mich jetzt mal rein. Das Auto hat einen tollen Sound und läuft auch gut. Was er natürlich nicht hat, sind Gurte. Das konnte man vielleicht bei dem Auto kredenzen, weil ohne Gurte ist das immer so eine Sache. Schaut mal hier, das ist die Startprozedur. Leerlauf, also er hat eine normale Viergangschaltung. Vorne rechts, unten ist Rückwärtsgang. Rote Lampe ist an, hier oben Startknopf. Nicht an, funktioniert. Ja, da ist er, herrlich. Ja, also wir haben uns eben beide unterhalten, wir machen ja immer die Filme zusammen, Paul und ich kann euch nur sagen, das ist wirklich ein tolles Auto und das ist so ein Klassiker, den würde ich mir auch kaufen. Der ist richtig gut, weil das Auto ist rund. Also wenn man sagt, ich will einen englischen Klassiker haben, ich will richtig gut Gas geben, ich möchte einen tollen Sound haben, ich möchte aber auch ein Auto haben aus den 50er Jahren, weil ich diese Form total charmant finde. Ich möchte die Mille Miglia mitfahren können. Also das Auto kann eigentlich fast alles. Der hat ein ungeheimlich großes Spektrum und das ist nicht ein Millionenobjekt. Ihr wisst ja, Autos, die Mille Miglia mitfahren, die kosten teilweise wahnsinnig viel Geld. Das tut er gar nicht und befindet sich trotzdem in einem tollen Zustand. Wirklich schön gemacht. Übrigens hier oben könnt ihr die blaue Persenning sehen. Das Auto hat auch ein dunkelblaues Stoffverdeck, das natürlich auch erneuert. Sieht also auch ganz edel aus, machen wir nachher mal drauf. Nur bei dem Wetter, wir haben heute hier 26 Grad, das was da natürlich unten beim Fahren, das genießen wir natürlich auch. Das macht es ja eigentlich aus, bei so einem Wetter mit so einem Auto fahren zu können. Macht einen Riesenspaß, kann ich euch sagen. Ist richtig toll und man hat auch schön Platz, also es sitzt sich gut da. Es ist natürlich ein zweisitziges Cabrio, also Leute mitnehmen geht nicht, aber er hat einen ordentlichen Kofferraum, das zeigen wir euch später nochmal. Man kann also damit auch die Mille Miglia mitfahren, bedenkenlos, und man sitzt da nicht im Regen. Also wenn da wirklich mal schlechtes Wetter passiert, ich bin ja die Mille Miglia schon mitgefahren, also entweder man gehört zu den ganz harten und man sagt, egal, ich ziehe mich einfach nur gut an, das kann man natürlich machen. Es gibt auch Autos, wo das spannend ist, aber hier, wenn man mal seine Frau mit dabei hat, eine Dame oder so, es ist vielleicht besser, Dach drauf, wenn es wirklich frisch wird, und man hat immer genug Kraft. Also der hat so einen Drehmoment, die Sechszylindermaschine schiebt schön an und 160, 170 PS ist ja eine ganze Menge und das merkt man auch. Auto ist sehr sportiv zu fahren. Ja, hier ist das Armaturenbrett. Links, wie gesagt, ist das Startaggregat. Daneben kommt der Meilentacho bis 140 Meilen. Daran seht ihr, dass der auch ganz schön schnell war, der Wagen. Das hat man aber glücklicherweise auch alles so gelassen. Danach dann Ampere, Temperatur, Sprit und rechts der Drehzahlmesser. Zu der Zeit war das ganz wichtig, Drehzahlmesser, und da sieht man auch, der war einfach sportlich, der Wagen. Ich finde, das Auto hat eine sehr, sehr interessante Instrumentenanordnung, gefällt mir auch optisch gut. Hat eine schöne Symmetrie, das Auto dadurch, und das, was wichtig ist, hat man sofort im Blick.
Ja, jetzt brauchen wir mal ein bisschen Gas geben. Motor zieht schön ab. Man muss auf die Bremsen ganz schön drauf treten, bis da was tut. Da ist, wenn man normalerweise gewöhnt ist, auf eine Bremse zu treten, das Auto hält sofort an, dann muss man hier doppelt so stark reintreten. Aber dann zieht er auch gut, das ist das Schöne. Also eins steht mal fest, untermotorisiert ist er nicht. Er hat auch ein synchronisiertes Getriebe, das ist ja in den Jahren dann aufgekommen, direkt nach dem Krieg, und das macht es natürlich sehr viel angenehmer, das Auto zu fahren. Es ist ein bisschen entspannter, aber man muss natürlich sagen, wenn man so ein 50er-Jahre-Auto fährt, dann muss man einfach vorsichtig mitfahren. Das muss man einfach. Hast du das gemerkt eben? Ja. Der rutscht. Kupplung rutscht. Tja. Also befürchte ich, wir müssen im Auto eine neue Kupplung spendieren. Die rutscht ein bisschen, wie wir gerade festgestellt haben. Naja. Aber das macht der Besitzer noch. Also das ist ja auch jetzt kein großes Problem, da mal eine neue Kupplung reinzubauen. Ein richtig uriger Engländer. Schöner Wagen. Sehr, sehr schönes, feines Auto. Man kann den natürlich absolut scharf fahren, aber wenn man sich an so einen Wagen gewöhnt, dann muss man immer so ein bisschen einfahren, sich so ein bisschen, so wie das alles so geht. Deswegen fahre ich immer nicht ganz voll, weil ich möchte da keinen Fehler machen. Auch die Rechtslenkung muss man sich ein bisschen dran gewöhnen. Ich weiß das aber, weil ich selbst mal so einen Wagen hatte, nach 2-3 Tagen hat man sich dran gewöhnt. Wenn man ein paar Mal gefahren ist, dann ist das völlig normal. Und das Schöne bei der Rechtslenkung ist eigentlich, dass man immer dicht am Fahrbahn sitzt. Das ist ja eigentlich kein Problem. Und ich meine, gut, mit dem Überholen muss man halt ein bisschen vorsichtig sein. Aber das muss man im Autofahren mit so einem Wagen sowieso. Hat einen tollen Sound, der Wagen. Also wirklich, hat eine super Trompete. Das muss so ein Auto auch haben. Und das ist richtig schön windig hier in dem Auto. Aber fährt wirklich toll. Es macht Spaß, so auf Landstraßen das Auto zu bewegen. Man ist hier gefordert als Fahrer, aber auf eine sehr angenehme Art und Weise. Man ist wirklich gefordert, macht aber Spaß. Also das ist halt eben, so in den 50er, 60er Jahren, da hat man das Autofahren noch ganz anders erlebt als heute. Gab es keine Helfer und gar nichts. Da kam es halt eben auf die Fahrkünste an. Man musste sich konzentrieren, aber das war halt eben Autofahren pur. Und das finde ich persönlich viel spannender. Man sitzt viel mehr in der Natur, man kriegt das mehr mit, man spürt den Motor mehr. Da sind gar keine Helferlein dabei, man merkt die Lenkung, die verzeiht einem auch nichts, da muss man einfach aufmerksam fahren. Also das ist das, was mir Spaß macht. Ich meine, ein langweiliges Auto mit einer Automatik, das kann ich mir immer kaufen, aber so ein Wagen, den muss ich richtig bewegen, da muss ich halt konzentriert fahren. Das ist auch das Tolle an solchen Veranstaltungen, dass man noch so einen richtigen klassischen Sportwagen fährt. Und das ist, was es eigentlich ausmacht. Also das ist auch, was meine Begeisterung ausmacht, dass man aktiv dabei ist und nicht passiv. In den meisten Autos heute ist man irgendwie passiv. Und wenn man mal ein bisschen zu viel aktiv war, gibt es da einen Strafzettel oder fährt einem irgendwie ein Radargerät hinterher oder blitzt einen oder sonst was. Aber mit dem Auto kann man aktiv Auto fahren und das macht ungeheuer Spaß. Ist auch schön, dieses große Lenkrad, was wir hier haben. Übrigens hier in der Mitte ist der Hupenknopf. Eine super Hupe. Kann man auch sofort identifizieren. Die funktioniert auch klasse. Eine richtig schöne alte Autohupe. Gibt es ja heute so auch nicht mehr so ganz. Ja, das sind die Alpen vor uns noch mit viel Schnee, wie ihr sehen könnt. Heute ist es fast ein Sommertag, möchte ich sagen, sehr warm. Aber es liegt 1 Meter Schnee noch da oben, weil es sehr kalt war. Aber es ist nichts los auf der Straße. Wir haben Montag, wir können Gas geben. Und das Schöne, so ein Aston Martin ist auch verhältnismäßig weich gefedert. Man kann auch mal eine Straße, wie die wir jetzt gerade fahren hier, kann man auch fahren, ohne dass der Wagen, also er ist gut gefedert, der schlägt nicht durch und gar nichts. Es gibt ja einige scharfe Sportwagen, da kann man das nicht machen. Mit dem geht das hier. Muss wieder mehr Sport machen.
Hilft alles nichts. Ja, das ist unser DB2 auf einer frisch gemähten Wiese. Das sieht aus wie ein Golfrasen in England. Das ist aber kein Golfrasen in England, wir sind in Oberbayern. Hier ist eine schöne bayerische Kapelle da hinten. Schaut euch mal dieses Panorama an, das ist doch wirklich toll, was? Also macht mir jeden Tag Spaß, wenn wir schönes Wetter haben und können hier eine Probefahrt mit so einem tollen Auto machen. Da macht es auch richtig Spaß hinzufahren. Schaut euch mal diesen tollen Aston Martin an. Das ist auch wirklich ein klasse Wagen. Also hat mir eben eine Riesenfreude gemacht, den zu fahren. Man kann den universell einsetzen, wirklich bei allen. Man kann Rennen damit fahren, man kann normal Rallyes fahren, man kann Veranstaltungen, Konkursveranstaltungen teilnehmen. Das ist immer ein gern genommenes Auto, weil er was ganz, ganz Besonderes ist. Der ist jetzt ein bisschen eingestaubt hier vorne, weil wir über diesen Weg hierher fahren mussten. Das macht aber nichts, im Aston Martin tut das nichts. Schaut euch mal an, was das für ein schöner Wagen ist. Ja, es ist ein toller englischer Sportwagen, der einem das Englische, diesen englischen Style absolut vermittelt. Man fühlt sich anders in dem Auto, man hat das Gefühl Sportwagen so richtig in die Seele aufgenommen. Mit dem Aston Martin geht das. Und das Schöne ist bei dem Wagen reinsetzen, losfahren. Das ist ein Auto, was wirklich super funktioniert, wo alles so ist, wie es richtig ist. Einen tollen Sound, einen ganz tollen Sound. Schaltet sich ganz toll, ganz weich. Wie gesagt, die Kupplung, die muss entweder eingestellt werden oder erneuert werden. Das muss ich noch herausstellen. Die rutscht ab und zu ein bisschen, aber das kann mal vorkommen. Das ist ein Verschleißartikel. Das hat es natürlich damals bei den englischen Sportwagen auch schon gegeben. Aber zum Fahren ist der wirklich toll, der Wagen. Der macht mir auch richtig Spaß zu fahren. Das ist ein Auto, was fahraktiv ist und das ist das, was ich mag. Ist nicht jedes Auto fahraktiv, aber so ein bisschen Sportwagen, das braucht man auch, den Sound dazu. Und Kraft hat er genug. Das Auto dreht gut ab. Also da ist genügend Power dahinter. Deswegen haben die sich ja auch so einen guten Namen, so einen interessanten, legendären Ruf erarbeitet mit solchen Motoren und mit solchen Autos, mit dem Konzept. Auch auf die Gefahr hin, dass ich mich ja ab und zu mal wiederhole, das geht nicht anders. Ihr müsst euch ja vorstellen, man kann nicht eine halbe Stunde Technik über das Auto erzählen, das wird euch auch langweilen, glaube ich. Sondern ihr wollt eigentlich merken, wie so ein Wagen fährt, dieses Gefühl, was man kann, wie der läuft, wie der sich anfasst. Und das Feeling, das wollen wir euch rüberbringen. Tolle Hupe. Nein, was mir auch aufgefallen ist, die ganze Verarbeitung bei dem Auto. Wenn man sich das hier anguckt, das Holz, das ist alles authentisch und im schönen Zustand, aber es ist nicht überrestauriert. Das ist so ein echter alter Engländer, wenn man den überrestauriert, sieht so ein Auto plastisch aus, nach Plastik. Dann ist die Seele weg, das darf man nicht machen. Und das ist hier auch nicht geschehen. Man hat die ganzen originalen Materialien weiter verwendet und sehr pfleglich und gut aufgearbeitet, sachgerecht. Das hat nicht jemand gemacht, der sonst Möbel geschreinert hat, sondern da merkt man, das haben Leute gemacht, die Ahnung davon hatten. Und ich glaube, da sind viele Teile auch noch original und in gutem Zustand. Das glaube ich zum Beispiel bei den ganzen Instrumenten her. Ich würde mal sagen, der Wagen ist immer gut gepflegt worden. Toller Wagen, ja. Richtig schönes Auto, richtig toller Sportwagen. Kann man so richtig drauf treten, kann ihn fliegen lassen, schöner Wagen. Ja, wirklich tolles Auto. Ist alles okay? Nein, der Bus hätte schon ausgewichen eben, der wäre schon ausgewichen. Ja, das ist das mit dem geradeauslauf. Das haben wir gerade mal getestet eben. Also ich kann es nur noch mal sagen, man muss sich ein bisschen konzentrierter hier, muss wirklich konzentriert Autos fahren, das ist ganz wichtig. Wir haben gerade einen Bus von vorne eben und ich war ein bisschen schneller. Aber es geht, wenn man sich dran gewöhnt. Ich habe halt mal ein bisschen gucken wollen, wie schnell er auch fährt. Ja, da sind wir wieder am Beuerberg, kennt ihr ja alles schon. Hat mir viel Spaß gemacht, habt ihr, glaube ich, gemerkt. Jetzt machen wir noch ein bisschen Motor vorne und dann verabschiede ich mich von euch. Jetzt zeigen wir euch mal, wie die Haube aufgeht. Die klappt sich nämlich beim Aston Martin nach vorne auf. Ja, ist natürlich relativ schwer die Haube, aber schaut euch das mal an.
Das ist der Motor von einem DB2-4. Ich habe euch ja gesagt, Originalmaschine ist dabei. Ihr könnt hier die 6 Kerzen sehen, also 6 Zylinder, 3 Liter Hubraum. Ist eine ziemlich große Maschine. Da vorne sind die Krümmer, könnt ihr auszählen, 6 Krümmer, und er hat 2 Vergaser. Anfänglich hatten die nur 1 Vergaser, später hatten sie auch noch mal 3 Vergaser, auch das gab's. Aber damit entwickelt die Maschine wirklich genügend Power und genug Dampf. Und wenn ihr euch mal anguckt hier, der Wagen ist wirklich gut restauriert. Der hat nirgends einen Schaden oder irgendwie. Das ist alles noch im super Zustand, auch kein Rost an der Haube. Das haben sie alles mal gerne gemacht. Also der Wagen ist wirklich bodenständig sehr, sehr gut restauriert worden. Und das ist ja wichtig bei so einem Auto, dass er da nicht große Katastrophen erlebt. Also das ist auch einfach ein Auto für eine Sammlung. Der ist so gut restauriert, da müsst ihr jetzt nicht groß was dran machen. Den stellt ihr bei euch in die Sammlung, habt ein ganz, ganz seltenes Stück. Der Wagen ist sammlungswürdig, hat die berühmten Namen Aston Martin, David Brown. Könnt ihr hier vorne auch auf der Haube sehen, das ist das Aston Martin Logo. Die bauen ja bis heute wirklich tolle klassische Sportwagen. Und das ist einer der Großväter dieser ganz bedeutenden Marke DB2. Und halt als Vantage absolut selten. Also nochmal, 48 Autos gibt es nur davon. Der Wagen ist eine wirkliche Rarität. Zustand ist gut und das ist der letztgebaute dieser Serie. Und ich meine, das lohnt sich für einige Leute, die gern Sportwagen fahren, die auch gern ein gutes Investment machen wollen. Dafür ist das Auto sicherlich ganz, ganz interessant. Jetzt hier vielleicht noch eine Kleinigkeit zum Interieur. Er hat ja dieses wunderschöne blaue Leder. Das habe ich euch ja schon gezeigt. Das ist auch schon wieder älter und befindet sich in einem ganz, ganz tollen Zustand. Guckt mal hier hinten rein, da ist richtig Platz. Da kann man vielleicht noch Notsitze machen, das ist ein bisschen eng. Aber da ist wirklich sehr viel mehr Platz, als man so denkt, weil das Verdeck verschwindet ja nach da hinten. Also ihr seht ja auch da alles in einem wirklich schönen Zustand, das ist toll gemacht. Grauer Teppichboden, blaues Leder, also wenn ich es nicht besser wüsste, wir haben gerade einen originalen DB2-4 verkauft, der hat genau das Leder gehabt, nicht? Das war völlig original, der war original, der hat genau so ausgesehen. Ich glaube, die haben es geschafft, das authentische Leder zu beschaffen, was nicht immer einfach ist. So, wir zeigen euch jetzt mal, das ist das Verdeck, auch schön in Blau, habe ich ja vorhin schon gesagt. So geht das zu, da vorne sind die Hebelchen. Mir geht es ja nur darum, dass ich euch das mal zeigen kann, weil ich finde auch vom Design hinten, sieht der Wagen toll aus. Der hat diese beiden kleinen Fensterchen. Also auch die Heckansicht bei einem geschlossenen Verdeck ist wirklich toll. Es ist einfach ein aufregendes Design, was das Auto hat. Der Wagen hat eine ganz eigene Note, erkennt man sofort wieder. Da hinten der Tankdeckel übrigens, hier vorne. Da sitzt der Tank. Kleiner Kofferraum rechts und der Reservereifen da hinten drin. Und wie gesagt, hinter den Sitzen habt ihr ziemlich viel Platz. Ja, das war heute Morgen unser Dreh von unserem Aston Martin. Ein wirklich tolles Auto. Übrigens direkt daneben steht sein englischer Freund. Der ist eine Generation älter, der ist ja Vorkrieg, ein Jaguar SS 100. Ein ganz originales, tolles Auto. Fahrgestell Nummer 2 mit einer 3,5 Liter Maschine. Wunderschön, den haben wir ja bekommen, als noch schlechtes Wetter war. Schaut euch das mal an. Also ich denke, dass die beiden Gesichter hier ganz, ganz toll zusammenpassen. Also wenn ihr Lust habt, einer der Autos zu kaufen, zu erwerben oder ihr habt was Interessantes für mich, was ihr mir anbieten könnt, ruft mich gerne an. Wir sind immer da. Es gibt immer einen guten Kaffee bei uns. Auch mal am Samstag, wenn wir telefonieren, können wir auch Terminvereinbarungen machen. Da richten wir uns ein. Das ist ja hier ländlich. Ich wohne ja hier auch. Insofern geht das alles. Also ich wünsche euch alles Gute. Ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht mit uns. Bis zu unserer nächsten Probefahrt, die nächsten Tage. Alles Gute. Euer Stefan Luftschütz. Ciao.